Ja, hallo liebe Landtechnikfreunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Schleppertest-Video. Heute kümmern wir uns nicht um Bullen, sondern um ein Dieselross. Wir haben nämlich den neuen Fendt 728 Vario heute im Schleppertest und möchten euch den mal vorstellen. So, als erstes werfen wir jetzt mal einen Blick unter die Haube. Wie ihr vielleicht in unserem Fahrbericht schon gelesen habt, hat der 728 Vario ja den neuen EcoPower Motor mit 7,5 Liter Hubraum. Und wie ihr vielleicht hier vorne direkt erkennt, ist der Kühler ja komplett anders aufgebaut, als das bei herkömmlichen Schleppern der Fall ist. Nämlich hier sitzt der Kühlerlüfter vor dem Kühler und drückt die Luft quasi durch den Kühler, wie wir das vom 1050 Vario ja schon kennen. Das soll ja eine besonders effiziente Methode sein. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie die Powermix-Werte bei der DLG dann nachher tatsächlich aussehen. Wir werfen noch einen Blick ins Heck. Wie wir im Fahrbericht da auch schon beschrieben haben, alles super aufgeräumt, die Ölanschlüsse, alles bekannt. Neu aber das Vario-Drive-Getriebe in der 700er Serie, wo es eben nur noch einen Fahrbereich gibt. Und auch da wird natürlich spannend sein, wie sich das sowohl im praktischen Einsatz verhält, wie eben auch, wie die Ergebnisse auf dem Prüfstand aussehen. Wie ihr vielleicht hier seht, hat Fendt natürlich wieder ausstattungsmäßig ganz tief ins Regal gegriffen und auch die neue Entlastung für den hydraulischen Oberlenker hier angebaut, so dass man ganz kommod mit einer Hand den auch hochheben kann, obwohl es ja hier Kategorie 3 Oberlenker ist, der ja eigentlich bombenschwer wäre. So, wer hier in der Kabine hinguckt, wir sprachen gerade über Ausstattung. Hier haben wir leider nicht die High-End-Ausstattung mit dem Isringhausen-Sitz, mit Massagefunktion und so weiter, sondern den Grammer-Sitz. Und ein Kritikpunkt, der uns da schon aufgefallen ist, ist die Drehbarkeit, die seitliche. Die ist relativ beschränkt vom Winkel her. Das dürfte gerne ein bisschen größer sein. Der Vorteil allerdings, der Sitz rastet jetzt nicht mehr ein, wenn man am Anschlag ist, so dass man da sich frei bewegen kann, wenn man jetzt am Vorgewende umdreht und dann nach vorne schauen möchte. Also das ist durchaus positiv. Ansonsten die bekannte Fendt One-Bedienung, und da hat beim letzten Mal auch im praktischen Einsatz es nicht viele Dinge gegeben, die wir kritisieren konnten. Aber wir fahren jetzt mal zum Acker und dann schauen wir mal, was uns da noch so auffällt. Zum Ackern haben wir den 728 Vario unter anderem mit diesem Lemken-Grubber eingesetzt. Damit konnte der Schlepper in jedem Fall seine Zugkraft unter Beweis stellen und wir konnten uns von der Funktion des automatischen Allradantriebs überzeugen. Absolut überzeugen konnte der 700er auch bei den Powermix-Messungen des DLG-Testzentrums. Hier scheint das Niedrigdrehzahlkonzept mit der drückenden Lüfterturbine voll und ganz aufzugehen. So liegt der Verbrauch bei schwerer Zugarbeit rund 10% unter dem Mittelwert und bei leichteren Arbeiten wie Mähen oder Pressen ist der 728 Vario sogar noch deutlich sparsamer. Noch spannender sind die Ergebnisse von den Transportmessungen. Egal ob bei 40, 50 oder 60 km/h erreicht der neue 700er Vario Rekordwerte in Sachen Sparsamkeit. Hinzu kommt der hohe Fahrkomfort, sowohl auf der Straße als auch auf dem Acker. Was die ganze Bedienung, die Messergebnisse zu den Hubkräften, der Hydraulikleistung sowie die vielen Details angeht, lesen Sie unser Fazit in dem kompletten Schleppertest in unserer Februarausgabe. Am besten bestellen Sie gleich hier noch ein günstiges Mini-Abo, um auch alle anderen Beiträge in voller Länge lesen zu können. Und wenn Sie keins unserer Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal, am besten mit Benachrichtigung.